Sind kanadische Aktien interessant für den langfristigen Vermögensaufbau und ist es vielleicht ein unterschätzter Aktienmarkt, den wir da in Nordamerika vorfinden können? Ja, Kanada ist natürlich ein sehr, sehr bekanntes Land und auch ein sehr großes Land, eine sehr wichtige Volkswirtschaft, die demokratisch geprägt ist und direkt über den USA liegt, wie natürlich jeder weiß. Der wird aber deutlich unterschätzt. Also man investiert ja in Deutschland vor allem überwiegend entweder in eigene deutsche Unternehmen oder eben in Firmen und Unternehmen in den USA. Und dabei fällt aber Kanada immer so ein bisschen hinten runter, obwohl Kanada auch einen sehr interessanten Markt darstellt und auch wirklich interessante Wirtschaftszweige und Sektoren vorweisen kann, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, der Bankensektor, natürlich auch der ganz normale Einzelhandel, also Konsum und einer der wichtigsten Sektoren und Zweige natürlich sind die Eisenbahnen. Und wir schauen uns einfach heute mal an, wie es mit der Wirtschaft in Kanada aussieht, ob die generell mal interessant ist, ob die genug wächst, auch im Vergleich dann mit dem S&P 500 und dem Stock Exchange in Toronto, wie da die Performance der letzten Jahre waren, ob es Sinn macht, da langfristig zu investieren. Ja, schauen wir mal auf das Gross Domestic Product und die Schätzungen für die nächsten paar Jahre. Und da sehen wir auch, dass Kanada eigentlich jetzt seit Corona wieder stark wachsen soll. Bis 2029 haben wir die Prognose und da wachsen wir jedes Jahr relativ gut mit so um die 10%, leicht knapp unter 10% Gross Domestic Product Wachstum, also sehr stark. Das mal grundsätzlich zu Kanada, da soll auf jeden Fall die Wirtschaft wachsen. Rechts daneben haben wir die Einwohnerverteilung und ganz unten sieht man, dass diese Abstufungen der Farben unterschiedlich sind. Also im Süden ist die meiste Einwohnerdichte in Kanada, also Richtung USA, der Grenze zu den United States of America, da sind die meisten Menschen. Ja, Kanada hat auch die niedrigste Einkommendichte. Also da sind am wenigsten Menschen auf einen Quadratkilometer sozusagen ja, angewohnt, beziehungsweise haben da eben ja, ein Haus oder was auch immer. Also die niedrigste Population Distribution hat Kanada im Vergleich zu den USA natürlich extrem, deswegen alle relativ stark im Süden verteilt, sowas wie Toronto, da ist die Einwohneranzahl am höchsten. Ja, schauen wir mal weiter. Hier sind die beiden Leitindexe mal verglichen. Links der TSX, also Toronto Stock Exchange, der Hauptleitindex von Kanada und rechts der S&P 500, der Leitindex von den USA. Und wir sehen schon, dass der USA-Leitindex ja deutlich besser performt hat, würde ich sagen, im Vergleich zum TSX. Das muss natürlich jetzt auf Anhieb mal nichts heißen. Kann natürlich sein, dass dennoch einzelne Picks besser sind im Vergleich zum S&P 500. Also wir versuchen ja immer generell mal den Markt zu bewerten und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein langfristiger Aufwärtstrend, der den kanadischen Markt, den wir da haben, den man da sieht, links. Auch ähnlich wie der S&P 500, zwar mit mehr Korrekturen, aber grundsätzlich auf jeden Fall aufwärts gerichtet. Und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe zu schauen und herauszufinden, welche Aktien diesen Trend hauptsächlich ja, auslösen oder welche Aktien dafür verantwortlich sind. Habe ich mal ein paar spannende Aktien vorbereitet, also spannende Aktien für mich, zum Beispiel die beiden kanadischen Eisenbahnunternehmen Canadian National Railway und Canadian Pacific Kansas City. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Toromont Industries, Dollarama und Dominion Bank, Toronto Dominion Bank, also ähnlich wie JP Morgan, hier ein Finanzunternehmen bzw. eine Bank. Die erste Aktie, die ich mir gerne anschauen würde langfristig, ist Dollarama. Also wir sehen, Dollarama hat richtig extrem stark performt, auch hier in den letzten Jahren wirklich so eine extreme Kurssteigerung. Also 2018 hatten wir hier die letzte Korrektur, 2020 den Crash, den sieht man hier eigentlich überhaupt gar nicht. Und seit dem letzten 2020-Hype, beziehungsweise Tief, haben wir hier 130% draufgepackt. Mal hier den Trendkanal so ein bisschen eingezeichnet. Also ein extremer Outperformer, hat auch den S&P 500 deutlich outperformt, auch den TSX, also ein sehr spannendes Unternehmen aus dem Retail-Trade. Man ist also wie Dollar General oder eben so diese ganz normalen Günstig-Anbieter
unterwegs und ist hier im Retail-Bereich tätig. Man zahlt auch eine kleine Dividende. Die Umsätze und so weiter sind sehr stark gewachsen, auch in den letzten Jahren. Schauen wir mal ganz kurz auf die Fundamentaldaten, nicht auf die technischen Daten, hier auf die Fundamentaldaten. Auf die erste Seite und da sehen wir, dass das PE-Ratio immer so zwischen 25 und 30 lag. Hier sieht man den Umsatz schön eingeblendet, der ist auf jeden Fall stark gewachsen. Noch stärker gewachsen sind die Netmargen. Der ganze Umsatz wird in General Merchandise, Consumable und Seasonal Items, also die verkaufen halt so ein bisschen so Krimskrams, wie man es vielleicht bei uns kennt von Teddy. Es gibt da noch Nanunana und Kick und sowas, also sowas in die Richtung machen die. Verschuldung konnte gleich gehalten werden in letzter Zeit und ist jetzt im Moment bei so einer circa vierfachen Debt Ratio, also eigentlich völlig in Ordnung. Also das wäre mein erster Pick in Kanada, den ich sehr, sehr interessant finde. Eine zweite Aktie, die echt interessant ist, ist hier diese Toronto Dominion Bank. Die ist auch in der TSX gelistet, also eine kanadische Bank. Die hat im Moment sogar einen Dividenden-Yield von 5,2%, also sehr, sehr hoch. Und auch hier sehen wir einen wunderschönen Aufwärtstrend, zwar mit stärkeren Korrekturen natürlich wie Dollarama, aber grundsätzlich auf jeden Fall eine interessante Struktur. Und da könnte sich jetzt auch bald ein Einstieg anbieten, im Gegensatz zu Dollarama, die natürlich schon sehr, sehr stark gelaufen sind. Da würde ich vielleicht eher meinen Rücksetzer abwarten. Aber hier, so wenn wir dieses Hoch von circa 80 US-Dollar überqueren und diese Seitwärtsphase mal hier hinter uns lassen, beziehungsweise diese schräge Korrektur, dann würde Toronto Dominion Bank auf jeden Fall ein schönes Einstiegssignal liefern. Und man hätte dann von dem Hoch aus auch eine 61% Chance hier auf das nächste Allzeithoch zu spekulieren. Also grundsätzlich eine sehr schöne Aktie, die sich eigentlich auch relativ gut entwickelt. Natürlich, wenn man hier noch adjustiert mit Dividenden einblendet, sieht man, dass die Aktie eigentlich gerade auf einem sehr, sehr hohen Niveau hier auch sich stabilisiert. Also eigentlich ja, ein Top-Pick. Läuft zwar nicht ganz so gut wie das JP Morgan in letzter Zeit natürlich, aber auf jeden Fall interessante Aktie. Mein nächster Pick wäre hier Toromont Industries Limited. Und auch die Aktie hat einen extrem starken Aufwärtstrend, der auch ab und zu mal korrigiert im Gegensatz zu Dollarama. Die letzte Korrektur hatten wir in dem inflationsgetriebenen, schwierigen Zinsumfeld 2022, beziehungsweise da sind wir ja eigentlich immer noch, aber die Korrektur da eben ist schon abgeschlossen. Also da hatten wir den letzten interessanten Einstieg hier so um die 97. Im Moment korrigieren wir jetzt wieder aufs letzte Allzeithoch. Also für mich wichtige Zone wäre so um die 115, 120 US-Dollar. Da wäre es auf jeden Fall mal interessant, vielleicht ein Einstiegssignal abzuwarten. Und man ist eben ein Wholesale Distributor, also für Baumaschinen, sowas wie Caterpillar macht in die Richtung, also für Bauequipment und ja, die Hardware, die man da eben braucht, also was wie Cut-Maschinen, die man da eben ja sozusagen weiterbringen möchte an die Kunden und weiterverkauft. Ja, da ist auch die PE-Ratio gesunken in den letzten Jahren, weil das Wachstum natürlich auch nicht mehr so stark war. Aber man konnte die Netmargen steigern, der Umsatz ist gestiegen und ja, das Wichtigste ist hier die Equipment Group und man macht auch seinen ganzen Umsatz fast nur in Kanada, also ein wichtiger Markt für die. Und die Verschuldung ist im Moment so circa bei dem Dreifachen des Free Cashflow, also auch völlig in Ordnung. Also eine sehr starke Aktie, die ist auch sehr stark gelaufen in den letzten Jahren hier. Ähnlich wie Toronto Dominion, gerade in so einer kleinen Korrektur, aber der wichtigste, also die größte Korrektur hat jetzt hier im Moment auf jeden Fall die Toronto Dominion Bank hinter sich. Ich würde sagen, wir gucken da auch noch ganz kurz hier mal auf die finanzielle Lage bei Toronto Dominion. Das haben wir vorher noch nicht gemacht. Da sehen wir, dass die P-Ratio nicht so aussagekräftig ist, weil es eben eine Bank ist. Der Umsatz ist hier stark angestiegen, sehr stark. Netmargen sind aber im Vergleich sehr stark gesunken. Die Umsätze werden hier in United States Retail, Personal und Commercializing Banking und natürlich hier so Vermögensverwaltung erwirtschaftet. Und man hat auch mit 35% relativ großen Anteil in den USA und 65% kommen aus Kanada. Die Payout Ratio ist okay mit 70%. Und hier sieht man mal so diese Financial Health von den Banken, die sind immer noch mal eigens zu betrachten. Die haben ganz andere Kennzahlen
die hier eben wichtig sind. Hier sieht man auch, die Dividende wurde schon seit 2019 stark gesteigert und wir haben auch im Moment eigentlich einen historisch hohen Yield mit über 5%, 5,12%, also relativ starke Position auch hier von Toronto Dominion. Dann schauen wir noch ganz kurz auf Canadian Pacific, Kansas City, Canadian Pacific. Achso, ich habe hier noch oben den Index-Einstellungen mit drinnen, deswegen wird es nicht angezeigt. Genau, wir schauen uns die jetzt mal hier an der New York Stock Exchange an in US-Dollar. Ist aber jetzt nicht ganz so aussagekräftig. Wir können auch hier auf CAD umstellen. Stellen wir mal auf CAD auf den kanadischen Dollar um. Kanada hat natürlich eine eigene Währung im Vergleich zum US-Dollar. Darf man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Hier sehen wir mal die Aktie langfristig im kanadischen US-Dollar, wie die performt hat. Also auch die extrem starke Entwicklung, vor allem so seit 2016 ist die Aktie eigentlich nur gestiegen und hat auch diese ganze Korrektur 2022 nicht wirklich mitgemacht, sondern da ging es eigentlich nur leicht aufwärts. Also auch sehr schönes Bild. Gefällt mir auch sehr gut. Grundsätzlich jetzt hier noch so ein kleiner Rebound gewesen. Ja, in CAD ist er noch etwas stärker ausgefallen wie in US-Dollar. Aber grundsätzlich auch im Moment sehr interessant, vielleicht für den Einstieg. Ein Dividendenyield von 0,7%, also eher moderate Dividendenrendite. Wir haben im Moment eine PE-Ratio, die im Schnitt der Vergangenheit eigentlich relativ gut liegt. Wir haben ein starkes Umsatzwachstum auch nach dieser Übernahme. Die Margen sind aber zuletzt gesunken und der Verschuldungsgrad ist hier relativ hoch. Ja, das liegt eben auch an dieser Übernahme von Kansas City. Wen es interessiert, oben rechts habe ich schon mal ein Video gemacht über Canadian Pacific, Kansas City. Grundsätzlich ein sehr interessantes Unternehmen, auch spannender Sektor. Jetzt schauen wir noch auf Canadian National Railway, also CNI. Canadian National Railway ist im gleichen Sektor tätig wie Canadian Railway Kansas City, also Canadian Pacific. Und die hat auch natürlich eine ähnliche Price Action hier wie die andere Aktie, also grundsätzlich ähnlicher Sektor, ähnliche Price Action. Ich muss aber sagen, dass mir da Canadian Pacific Kansas City noch etwas besser gefällt, wie hier wie die Canadian National Railway, weil auch der letzte Impuls eben deutlich impulsiver war und wir nicht so eine ewige Seitwärtsphase hatten, sondern tendenziell eher nach oben gelaufen sind. Aber auch hier grundsätzlich eine gute Performance, hat auch den S&P 500 outperformed in den letzten Jahren. Die Valuation Rate ist auch so im Schnitt der letzten Jahre sogar etwas günstiger wie normalerweise. Der Umsatz konnte dann nicht so stark gesteigert werden wie bei Canadian Pacific, aber die Margen sind dagegen eben gestiegen und die Verschuldung, die ist aber auch etwas besser wie bei Canadian Pacific. Ist ja klar, man hat eben hier jetzt kein Unternehmen noch übernommen, aber das könnt ihr euch gerne in dem anderen Video anschauen. Also das sind für mich so die interessanten kanadischen Aktien gewesen. Hier nochmal eingeblendet, für mich die spannenden Aktien, die auch den TSX, also den gemeinen kanadischen Aktienindex, Toronto Stock Exchange, outperformed haben. Und grundsätzlich für mich auf jeden Fall Kanada ein interessanter Markt, wo man sich vielleicht mal so ein oder zwei Aktien reinlegen kann. Vielleicht auch nur eine, einfach um eine Diversifizierung reinzubringen. Und auch vom Wachstum her, vom GDP-Growth, sieht ja alles gut aus in Kanada. Deswegen für mich interessant. Es gibt noch ein paar weitere interessante Aktien, die ich aber jetzt erstmal heute nicht vorgestellt habe. Da könnte ich nochmal einen Teil 2 dazu machen, wo wir nochmal tiefer auch auf die Fundamentaldaten eingehen können, aber eben nicht mehr auf so diese übergeordneten Faktoren, was Kanada betrifft. Wenn euch das interessiert, dann lasst gerne ein Abo da, liked das Video, lasst mich in den Kommentaren wissen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.